Das war anstrengend. Wir sind hier auf dem Campingplatz und mussten auf dem Campingplatz richtig steil bergauf schieben. Das ist hier ein bisschen bergig. Naja, wir haben hier den wunderschönen Platz 42. Da ist der Beweis. Die Antwort auf die große Frage. 42. Unser Platz, schön auf Schotter, aber halt mit Strom, kostenlos, da hinten Wasser, kostenlos, Duschen kostenlos, ohne Bändchen. Ja, wir haben gerade eine Aktion für Radfahrer oder für Radreisende, die mit Fahrrad und Zelt ankommen. Statt 30 Euro 25 Euro, ne? 25,50. Nee, das gilt immer für Fahrradfahrer, hat sie gesagt. Ach so. Sie hat uns nur erst den anderen Tarif für die Camper gesagt. Ja. Und dann war noch irgendwas mit Saison und so, aber naja. Gut. Aber der Pool hat leider noch zu. Ja, wegen Öffnet erst nächste Saison, Woche. falsche Saison. Nächste Woche ist richtige Saison, aber da sind wir nicht mehr hier. Ja, Wir und bleiben da ist es garantiert auch teurer wieder. Ja, wir bleiben vielleicht 2, 3 Nächte und dann geht's hier weiter auf diesem Bahntrassenradweg. Habt ihr ja gesehen. Der ist super, oder? Ja. Naja, Und hier ist sogar direkt ein Weg zu dem Radweg, wo wir hin müssen. genau. Ja, manchmal ist er ein bisschen uneben, aber naja, kennen wir und ja. die Stellen, wo der Schotter war, sind ein bisschen scheiße manchmal, weil die richtig dolle bremsen, gerade wenn es bergab geht. Und das ist auch Ja. sehr gefährlich in einem Tunnel gewesen vorhin. Genau, Ann-Kathrin ist hingefallen, weil diese Unterführungen unter diesen Straßen sind teilweise sehr dunkel und wir dann mit unseren Sonnenbrillen können dann nicht so gut sehen und dann lag da Schotter und Vorher war es eigentlich die ganze Zeit geteert und damit rechnet man dann auch nicht in dem Moment. er war ja, glaube ich, auch geteert, aber war trotzdem Schotter drauf und dann hat sie sich hingelegt. Ja, Gott sei Dank nichts passiert, wirklich. Jo. Moin. Moin. Wir sind hier gerade beim Zelt ausräumen. Schon wieder, haben wir gestern Abend schon mal gemacht, weil es gestern Nachmittag mal angefangen hatte zu regnen, zu gewittern und unser Zelt ist ein bisschen nass geworden und seitdem konnten wir das nicht richtig trocknen. Auch als wir das gestern ausgeräumt haben, da war die Sonne ja schon weg, obwohl sie dann kurzfristig nochmal da war, aber naja, jetzt räumen wir alles aus, damit alles schön trocknen kann. Da hängen die Sachen, da sind die anderen Sachen. Und wenn alles trocken ist, dann können wir alles wieder reinräumen und dann können wir los, ne? Wir wollen heute hier zu dem Wasserfall und uns den angucken. Wir wollen das aber zu Fuß machen, weil es sind ein paar Höhenmeter, die es erstmal wieder bergunter geht. Ansonsten müssen wir mit dem Fahrrad das Ganze wieder mit dem Berg hoch. Und das wäre echt super anstrengend. Nehmen wir die Badesachen mit? Ja, nehmen wir mit. Vielleicht kann man da baden gehen. Manche haben es auf Google Maps geschrieben. Mal gucken, ob es wirklich so ist. Wir dachten eigentlich, das wäre kostenlos hier, aber dann war da dieser Empfang mit der Absperrung und so und wir mussten doch 2 Euro pro Person zahlen. Naja, es geht aber, oder? 2 Euro sind doch super. Dafür können wir jetzt diese schöne Natur hier genießen und da ist der große Wasserfall. Ja, irgendwie kommt man auch noch nach unten dahin, habe ich gesehen. Und hier sind immer mal so kleine Höhlen. Okay, weiter geht's wohl nicht. Aber richtig cooler Blick. Wunderschön. Und da darf man baden? Habe ich auf jeden Fall gelesen. Und da unten müssen wir wahrscheinlich den Weg hier wieder runter und da unten lang dahin. Ja, ich würde sagen, Wasserdruck von oben, vielleicht so 2, 3 B-Strahlrohre von der Feuerwehr. Also man sollte sich da bloß nicht drunter stellen.
Das kann, glaube ich, wehtun. Mich wundert es gerade, dass hier noch keiner am Wasser ist. Alle stehen irgendwie drumherum und bewundern das. Aber da machen sich, glaube ich, jetzt welche bereit zum Baden. Und wir uns auch, oder? Ja. Hast du Lust? Ja, und du? Ja. Ich weiß schon, warum hier keiner reingeht, außer wir. Ist ganz schön kalt. Und wir wandern jetzt übrigens nicht genau den gleichen Weg zurück, den wir hingekommen sind, sondern wir gehen jetzt ein bisschen einen anderen Weg. Wir sind noch mal eine ganze Ecke weiter und da vorne, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, da sieht man noch mal den Wasserfall, wo wir vorhin waren. Und da vorne ist Navayas. Aber dieser Ausblick ist echt wunderschön. Schaut euch das an. So, wir sind gleich wieder in dem Dorf. Da ist das Dorf. Wenn ihr hier mal in Navayas seid und diese 2 Euro nicht bezahlen wollt, dann geht am besten hinten rum. Über die Berge und dann seid ihr auch am Wasserfall. Weil hier war jetzt keine Kontrolle mehr auf der Rückseite. Aber ich glaube, dann müsst ihr auch den Weg wieder zurück. Oder lassen die Leute dann auch so raus? Ich weiß es nicht. Oder sagen sie, dich haben wir nicht gesehen vorhin. Wo sind deine 2 Euro? Nee, eigentlich ist das auch fair, da die 2 Euro zu zahlen, weil die haben da ja auch Geländer und so Holzläufe und so hingebaut und das muss ja auch gepflegt werden und so. Ja, eigentlich doch ganz gut, oder? Ja, also es ist auf jeden Fall ja auch nicht zu viel. Und außerdem waren da ja auch ein paar Tische und Bänke und ein paar Mülltonnen. Wenn die dann auch gut geleert werden und die Leute den gut benutzen, die Mülltonnen, dann ist das ja auch gut für die Umwelt. Ja. Was isst du denn da? Patatas Bravas. Und da seht ihr mal, wie steil das hier auf dem Campingplatz hinaufgeht, zu unserem Platz. Wir haben übrigens auch eine Kanalmitgliedschaft eingerichtet. Dort könnt ihr nochmal ein paar exklusive Inhalte von uns genießen. Zum Beispiel kriegt ihr da einen farbigen Badge und einzigartige Emojis. In höheren Stufen könnt ihr dann auch noch zusätzliche Videos von uns anschauen und auch Postkarten von unterwegs von uns erhalten. Klickt dafür einfach auf Mitglied werden. Tag 359. Wir haben den nächsten Stangenriss. Ist noch kein Bruch, aber ist ein schöner Riss hier. Naja, ich schieb das Ding mal drüber und dann hoffen wir, dass das hält wie die anderen Dinger. So, wir mussten das jetzt doch alles auseinanderbauen. Ich dachte eigentlich, ich kann das hier drüber schieben, aber dann wäre das Oberrohr im Weg gewesen. Naja, hier ist die reparierte Stange. Da muss jetzt noch der Kleber aushärten, sonst bewegt sich das Oberrohr hin und her. Das Problem ist jetzt, wir haben nur noch eine halbe Stunde, bis wir hier weg sein müssen. Naja, wir lassen es so gut es geht einigermaßen trocknen, bauen das dann zusammen und dann hoffen wir, dass das hält. Ja. Jo, wir sind hier noch auf dem Campingplatz und wir haben hier den Zugang, einen richtig steilen Zugang zum Via Verde, zum Radfahrweg, also auf diesen Bahntrassenradweg. Ja, jetzt müssen wir uns gegenseitig helfen, das Fahrrad da hochzukriegen. Das wäre erstmal geschafft. Immer das Schlimmste am Morgen.
Und danach kommt der Rest. Dejamos el mar, la sal en la piel, el asfalto ardiente, un nuevo querer. Los rieles dormidos nos muestran el cómo, la vía verde, un antiguo poema. El llano se acaba, la tierra desnuda, el pecho respira, la cuesta se intuye. Vía verde, So, kleiner Rastplatz am Bahntrassenradweg. Ist immer mal so alle 5 bis 10 Kilometer, glaube ich. Ja, ein alter Bahnhof von Caudiel. Ja, natürlich alles zugemauert, aber hier kann man sitzen und picknicken. Schön Schatten durch die Bäume und Mülleimer sind auch vorhanden. subiendo hacia el cielo que arde y sonroja. Pedalada, pedalada, sudor que ya moja. Camino de tierra, de roca bermeja. La sombra es un lujo, el sol un señor, el motor soy yo y mi propio sudor, el paisaje pintado con un solo color, un rojo furioso de tanto valor. Ya no hay vuelta atrás, solo arriba, arriba. La meta es el viaje, la cima que brilla. Vía verde, sangre roja, subiendo hacia el cielo que arde y sonroja. Pedalada, pedalada, sudor que ya moja. Camino de tierra, de roca vermelha. So, wir sind jetzt hier an einer Quelle. Da unten fließt Wasser aus dem Berg oder so. Da steht zwar Agua no potable, wahrscheinlich aber aus versicherungstechnischen Gründen. Aber ja, Ann-Kathrin meint, das ist gutes Wasser. Wir haben jetzt 2, 3 Flaschen damit gefüllt und ja, wenn wir morgen Durchfall haben, ist sie schuld. Ja, aber es sieht gut und klar aus und eigentlich genauso wie das Wasser, was wir als wir mit Bernardo wandern waren, auch direkt von der Quelle von dem Berg geholt haben. Ja, und da hatten wir auch keinen Durchfall. Ja. Also, naja. Machen die wahrscheinlich nur, weil es extra nicht geklärt ist und so weiter und das Wasser eben direkt aus dem Berg kommt. Hui, ganz schön anstrengend. Also der Via Verde war eigentlich ganz angenehm. Dann kam diese scheiß Baustelle. Seitdem sind wir auf dem Umweg hier durch die Pampa, was eigentlich so ein Gravel-Weg ist. Ja, den fahren wir jetzt schon ein paar Kilometer. Und das ist ganz schön anstrengend. Wir mussten da vorne schon hochschieben. Und wir bereiten uns jetzt mit einer langen Pause auf diesem Weg den Berg hinauf vor. Und dann werden wir da oben irgendwo das Zelt aufschlagen. Ich hoffe, da ist ein geeigneter Ort. Weil so viel ist ja nicht. Da hinten ist ein klitzekleines Dorf, ansonsten Berge, Wiesen und abgefackelte Bäume. Ja. Wir hatten uns eigentlich einen Area Recreativa wieder rausgesucht, aber ja, der ist noch
16 Kilometer oder 15 und ein bisschen Kilometer entfernt. Das werden wir wohl nicht mehr erreichen heute. Wir sind schon auf dem Level, kein Bock mehr. Wir sind fast oben. Gott, ist das anstrengend. Aber gut, dass wir das heute noch machen, dann haben wir es morgen nicht so schwer. Aber schaut euch mal die Wolken an. Mein Smartphone hat eigentlich gesagt, es soll bereits nieseln. Aber naja, die Wolken bewegen sich kaum, weil hier kaum Wind ist. Tja. Mal gucken, ob es trocken bleibt oder nicht. Wir sind jetzt hier auf einer Plantage. Sind das Pfirsiche oder so? Seht ihr das? Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt nicht mitten auf dem Feld, sondern ganz respektvoll neben dem Feld. Ich hoffe, heute und morgen kommt da keiner vorbei und meckert uns an. Wir wollen ja nur Essen machen, genug Schlaf kriegen und dann weiterfahren. Sonst machen wir ja nichts kaputt, Müll nehmen wir mit und fackeln auch nichts ab. Wir sind hier gerade am Frühstücken und dann gucken wir nach oben. Total die Invasion. Überall Ameisen. Die klettern hier das Zelt hinauf und belagern uns. Die sind auch gerade erst gekommen vor 10, 20 Minuten. In der Nacht waren sie gar nicht da. Oh, hauaha. Da ist ja ordentlich eine Party hier. Ich glaube, da ist tatsächlich ein Ameisennest, oder? Übrigens wegen den Bäumen. Ich habe gestern mal in der PlantNet-App reingeschaut und das werden keine Pfirsiche, das werden Mandeln. Hättet ihr das gedacht? Also für mich sieht das voll nach Pfirsich aus. Wow, das ging ja schnell. Wir sind wieder auf dem Via Verde. Da steht's. Via Verde. Und hier ist das Ende der Baustelle. Jetzt geht's hier weiter Richtung Teruel. Hier ist der nächste Bahnhof. Also hier ist der alte Bahnhof. Ruine, zugemauert an den Seiten. Dahinter ist ein Rastplatz für Fahrradfahrer. Hier ist der Via Verde. Und da ist der neue Bahnhof. Weil da sind die Schienen, wo aktuell der Zug lang fährt. Also fast parallel hier. Ja. Aber das sieht mir aus, als wenn da noch dran gebaut wird. Weil da liegen diese Steine, die statt das Holz unter die Schienen kommen. Und seitdem wir hier auf dem Via Verde sind, haben wir keinen Zug gesehen. Obwohl wir oft parallel zu den Schienen waren. Wir sind schon Kilometer weiter und hier ist immer noch alles voller kaputter, verbrannter Bäume. Also der Waldbrand hier muss richtig heftig gewesen sein. Dass kilometerweit alles in Flammen war. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss richtig heftig gewesen sein. Baden? Wo kann man hier baden? Nicht Spaß. Ich glaube, das ist die Übersetzung für Delle. Da ist eine Delle in der Straße. Oder in unserem Fahrradweg. Wir sind hier übrigens voll im Windpark. Überall Windräder. Und fast alle stehen still. Außer vielleicht 3, 4 Stück. Da hinten ist auch eins, was sich dreht. Und da hinten drehen sich alle. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, die werden nur benutzt, wenn Energie benötigt wird. Deshalb stehen die meisten wahrscheinlich hier still und es drehen sich nur die, wo was benötigt wird, oder? Und
Ich habe auch mal gehört, ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob das Verschwörungstheorien sind. Die drehen sich, glaube ich, gerade gar nicht wegen dem Wind, weil hier ist so gut wie gar kein Wind. Die werden mit Elektro angetrieben und drehen sich deshalb, oder? Wird langsam wieder flacher. Hier ist ein cooler Rastplatz mit Grillstelle, dahinter genug Tische und Bänke. Hier ist eine Wasserstelle und ein Spielplatz und... Kann sich das drehen? Nee. Ist das ein Kindertisch? Keine Ahnung. Ein alter Bahnhof und Schaukel. Ich glaube, da sind sogar Toiletten drinne. Ja, schön hier. Den dachte ich eigentlich für gestern Abend. Schaut euch mal an, wie wunderschön das hier aussieht. Wow! Ich habe das Fahrrad mal hier angelehnt, aber auch geprüft, ob das Geländer fest ist. Ist ganz schön wackelig. Weil wenn das Fahrrad umkippt mit dem Geländer, dann geht das nach da ganz unten. Und ich glaube, dann ist manches schon ganz schön kaputt. Aber naja, ich wollte hier unbedingt anhalten, weil guckt euch mal diese Aussicht an. Wie krass. Und guck mal, wie tief das hier runter geht. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Hast du auch Angst? Da ist ein Fluss. Da ist ein Fluss. Nochmal wackeln. Ja, das wackelt. Die Tunnel sind echt abenteuerlich. Kühl und schlechte Schotterwege und hin und wieder tropft das von der Decke. Wenig Licht und ja, dann kommt man raus und wird direkt von der Hitze erschlagen. Bäm! Wir sind hier gerade in Sarrión, weil wir um 17 Uhr war das, ne? Genau, macht der Supermarkt wieder auf. Dann wollen wir zum Supermarkt hier. Wie viele Stunden sind das noch? Wir haben es jetzt 15:22 Uhr. 15:22 Uhr, das heißt noch 1,5 Stunden, ne? Habe ich richtig gerechnet? Ich glaube etwa, ja. Ja. Auf jeden Fall waren wir da hinten, gerade in der Baustelle, da steht so ein riesiger Bohrbagger oder wie das heißt. Und wir waren schon fast durch die Baustelle durch, da kam einer um die Ecke. Ein einziger Bauarbeiter war da. Und der hat uns angemeckert, ihr dürft hier nicht durch und ihr müsst da hinten rum und so. Er konnte kein Englisch, nur Spanisch, hat uns auf Spanisch zugelabert. Wir haben nichts verstanden, nur dass wir hier nicht sein dürfen. Und dann ja, sind wir wieder zurück, sind unten rum. Da hinten diese Straße, die man da sieht, die führt übrigens über die Gleise. Und für diesen Übergang haben sie die Gleise abgebaut. Das heißt, da fährt aktuell kein Zug durch. Naja, auf jeden Fall wollten wir dann direkt wieder da hoch, weil da war keine Absperrung oder so, keine Verbotsschilder. Und dann kamen wir wieder um die Ecke. Nee, ihr dürft hier nicht durch, ihr müsst da hinten rum. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier hinten rum. Oh Mann, ey. Tja, na gut. Jetzt müssen wir noch die 1,5 Stunden hier verdatteln, bis wir einkaufen können, weil sonst ist, glaube ich, kein Supermercado in Aussicht. Die Wolken werden ein bisschen dunkel da hinten. Wir hoffen, dass wir nicht nass werden. Uns ist gerade aufgefallen, wie leer hier die Straßen sind. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Anwohner oder Kinder oder sonst was gesehen. Nur diese Bauarbeiter. Mal gucken, wie das gleich im Ort ist. Weil da sind ja auch Restaurants und so. Aber in Marokko war das ganz anders. So, wir sind da. Jetzt warten wir hier die 1,5 Stunden. So, die Zeit ist bald rum. Noch 10 Minuten, dann macht der Laden auf. In der Zeit,
Ihr seht, es hat ein bisschen geregnet, aber nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Ja, ist aber trotzdem noch sehr, sehr bewölkt hier. So, das hat ja gut geklappt mit dem Supermarkt, ne? An sich schon, aber leider gab es keine Kartoffeln. Und warum sind wir hier? Weil hier ist noch ein Supermarkt und wir hoffen, dass der Kartoffeln hat. Zurück auf dem Camino Santiago. Den folgen wir übrigens wieder. Ja, der Via Verde ist auch Teil des Camino Santiagos. Naja, auf jeden Fall haben wir hier einen coolen Picknickplatz an einer Kirche. Da ist die Kirche. Und hier sind richtig viele Grillstellen. Geil. Und Trinkwasserspender. Geil. Nice. Oh, wieder mal ein Jackpot gemacht hier. Cool. So, hier haben wir auch ein Häuschen, wo man reingehen kann. Und dann hat man da 2 lange Tische und Bänke. Genug Platz für Fahrräder. So Leute, das Feuer brennt. So, die ersten Sachen sind fertig. Also die Maiskolben sind fertig auf jeden Fall. Und die Champignons. Bei den Kartoffeln, ja, die Kartoffeln müssen noch mal rein. Aber ja, ansonsten sehr lecker, ne? Ja. Schmeckt. Ja, schmeckt gut. Und ganz wichtig, wenn man Feuer gemacht hat, dann muss man das auch wieder ablöschen, ne? Zwei auf Rad die Welt erkunden, Freiheit finden.